Willkommen zum Teil 2 über die Entstehung meines abstrakten Blumenbildes Dahlien. Freut mich sehr, dass ihr hier seid. Das ist der Stand des Bildes am Ende des ersten Teils und dies hier ist das fertige Dahlienbild. Wie ich das im Einzelnen ausgearbeitet habe, zeige ich euch jetzt. Zunächst habe ich einen frischen, reineren Ton aus Brillantgelb und Weiß ermischt, womit ich einige weitere Flächen ausgemalt habe. Für diejenigen unter euch, die sich für das Farbenmischen interessieren, verlinke ich hier oben in der Infobox eines meiner Farbenmischvideos über Acrylfarbenkombinationen und wie ich sie teste. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video erst fertig sehen und dann auf das i der Infobox klicken und eines meiner vorgestellten Videos auswählen. Wie bereits in Teil 1 erwähnt, kommen in Richtung des Fokusbereichs gesättigtere Farben zum Einsatz, die das Auge anziehen und mit denen ich den Blick hin zu den Dahlienblüten lenken kann. Als Blumenmalerin fühle ich mich sehr zu floralen Formen hingezogen. Deswegen male ich hier ganz intuitiv und frei einen Stängel und einige Blätter mit Orange ins Bild, wobei ich die spätere Hochkantausrichtung der Dahlien beachte. Auch die schwarzen Flächen bearbeite ich erneut, um sie wieder hervorzuheben und um neue hinzuzufügen, wo mir beim Betrachten des Bildes ausreichend Kontrast fehlt. Wenn euch meine Videos gefallen, abonniert gerne meinen Kanal und hinterlasst ein Like. Wenn ihr auf das Glöckchen klickt, werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online ist. Fragen und Anregungen könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ich freue mich über euer Feedback und werde euch so zeitnah wie möglich antworten. Da mir an manchen Stellen noch etwas Schwarz-Weißes gefallen würde, habe ich mir ein geometrisches Muster ausgesucht, von dem ich kleine Schnipsel rund um den Fokusbereich anbringe. Nun prüfe ich zum ersten Mal mit der für diesen Bereich geplanten Dahlie, ob alle gemalten und aufkollagierten Flächen den Fokusbereich auch entsprechend betonen. Dabei stelle ich fest, dass mir noch einige Kontraste fehlen, die ich vor dem Aufkleben der Blumen und Blätter noch einfügen will.
Ein abstraktes Werk ist für mich ein fortlaufender Hin- und Her- oder Vor- und Zurück-Prozess. Immer wieder betrachte ich das Bild eine Weile, um beurteilen zu können, was noch fehlt oder was bereits zu viel ist. Im Augenblick erscheint es mir hier und da zu kleinteilig. So übermale ich nochmals einige Stellen mit transparenten Lasuren, um eine weitere Ebene zu schaffen. Dies bringt alles Kleinteilige auf einen Nenner und gleichzeitig mehr Tiefe ins Bild. Jetzt endlich ist es Zeit für die erste Dahlie. Diese aquarellierte Dahlie habe ich in Farbe ausgedruckt und mit einem Skalpellcutter ausgeschnitten. Das nun ziemlich filigrane Collagepapier klebe ich nach und nach auf, damit mir der dünne Stängel nicht reißt. Die zweite Dahlie ist der Schwarz-Weiß-Druck einer Blüte in Seitenansicht, um ein wenig Variation ins Spiel zu bringen. Dieser Blume werde ich einen Stängel malen und Blätter aus Collagepapieren hinzufügen. Die Positionen der Blätter male ich mir mit dem gleichen Grau, das ich für die Stängel benutzt habe, erst einmal vor. Anschließend schneide ich mir die Collagepapiere in Blattform zurecht und klebe sie auf. Da Grün überhaupt nicht zu meinen anfangs gewählten Farbkontrasten passt, übermale ich die beiden Blätter des Schwarz-Weiß-Ausdrucks mit Ultramarinenblau. Beim Ausschneiden der Blätter habe ich mir überlegt, dass auch die Stängel in einem gemusterten Papier sehr gut aussehen könnten und überklebe nun auch diese.
Um alle Elemente im Bild so richtig unter einen Hut zu bringen, übermale ich nun auch die grünen Blätter und den Stängel der farbigen Dahlie mit einem hellen, leicht transparenten Blau. Um die Blüten weiter in den Fokus zu rücken, setze ich hier und da wieder Akzente, entweder in reineren Farben oder mit Schwarz und Weiß. Die orangerote Fläche im Bild jetzt unten rechts zu sehen, passt in meinen Augen auch überhaupt nicht in das Gesamtbild.
So übermale ich diese ebenfalls mit einem transparenten Schleier. Das Muster in der linken unteren Ecke male ich in mittlerem Blau aus und betone einzelne Formen mit intensiverem Blauton, um das Auge des Betrachters zurück in Richtung des Fokusbereichs zu lenken. Zu guter Letzt schnappe ich mir einen weißen Posca-Acrylmarker, mit dem ich auflockernde Muster in die größeren schwarzen Flächen setze, damit diese nicht das Gesamtbild dominieren. Auch die Laubblätter der Dahlien betone ich, indem ich frei erfundene Blattadern mit dem weißen Marker darauf zeichne. Jetzt folgt noch eine letzte transparente Schicht und dann ist das Bild eigentlich fertig. Ich werde es mir eine Weile ansehen, um festzustellen, ob ich noch etwas verbessern kann, aber mit dem gegenwärtigen Ergebnis bin ich schon ganz zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir das Malen der Dahlien und ich wünsche euch eine tolle kreative Zeit. Bis zum nächsten Video.